Nachdem wir uns einige türkische Stimmen aus Deutschland angehört haben, die über Deutschland und aber auch über die Türkei geredet haben, wollen wir uns doch heute mal anschauen und anhören, was echte Türken sozusagen aus der Türkei nicht nur über die Türkei sagen, sprich über die Türken, über sich selbst, wie das Volk drauf ist, sondern eben auch, was sie über Deutschland denken, beziehungsweise was sie von Deutschland teilweise sogar erwarten. Dazu ein Kommentar, eine Reaktion auf ein Video, was ich am Ende des Videos hier auch nochmal verlinken werde. Deutschland, Disziplin und die Einhaltung der Regeln ist eine sehr gute Sache. Sie sehen die Welt immer leichter, sie sind nicht gestresst, sie mögen Ruhe. Wir Türken handeln immer mit unseren Gefühlen. Wir sind gestresst, wir sind nicht ruhig, wir sind nicht ruhig, geduldig. Wir sind nicht so ehrlich wie die Deutschen im Geschäftsleben. Die Deutschen stellen alles solide her. Maschinen, Autos, sie legen Wert auf Qualität und menschliches Leben. Wir hingegen, also die Türken, er redet jetzt von seinem Volk, von den Türken, wir hingegen sind immer auf der Suche nach Schakalen. Wir sind Betrüger. Wir jagen einem Produkt nach, als ob es von guter Qualität wäre, auch wenn es von schlechter Qualität ist. Wir bauen ein Haus, wir stehlen dort das Eisen und bei einem Erdbeben stürzt das Haus ein. Das ist der Unterschied. Wenn wir nicht ehrlich sind, können wir niemals so sein wie die Deutschen, die Japaner, Amerikaner und England. Solange wir uns nicht an die Regeln halten, verlieren viele unserer Menschen ihr Leben im Straßenverkehr. Wir müssen uns an die Sicherheitsregeln, an das Gesetz und die Rechte anderer halten. Solange wir die Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens nicht erfüllen, solange wir Lärm machen und uns gegenseitig stören, solange wir uns nicht an Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit halten, können wir niemals ein Deutschland sein. Nicht Krieg, sondern Zivilisation, Bildung, Gesundheit, Technologie, Umwelt, Infrastruktur, Landwirtschaft und so weiter. Es müssen Investitionen in prioritären Bereichen getätigt werden. Überlassen wir unsere Zukunft eine lebenswerte Welt, damit unsere Kinder ihre Geburt nicht bereuen. Bereiten Sie die Türkei auf die Zukunft vor. Bauen Sie die Infrastruktur, Gebäude und Straßen, und dieses Land wird auch als Ihr Land betrachtet. Weil wir diesen Job nicht machen können, haben wir nicht einmal einen richtigen Stadtplan. Lassen Sie die Türkei wie Deutschland sein und Hallenbäder und Schulsysteme hierher bringen. Das war's mit diesen einigen Kommentaren, die ich original auf Türkisch erhalten habe. Und vielleicht fragst du dich, wie komme ich dazu auf solche Kommentare? Ich versuche natürlich, viele Menschen zu erreichen, unter anderem natürlich auch die, die nicht unbedingt die deutsche Sprache beherrschen. Und da es viel um die Türkei geht, aktuell natürlich mehr auch türkische Landsleute zu erreichen. Und nicht nur Landsleute, die in Deutschland leben, sondern eben auch speziell auch in der Türkei. Und dementsprechend habe ich die letzten Videos des letzten Monats nahezu alle auf Türkisch übersetzen lassen. Das bedeutet, dass du sowieso allgemein auf diesem Kanal die Option hast, auf YouTube allgemein natürlich, Untertitel einblenden zu lassen, damit man natürlich auch, wenn man leise sein muss, wenn das Kind vielleicht schläft oder du auf der Arbeit bist und es darf keiner mithören, dann kannst du das natürlich lautlos mitlesen sozusagen. Und da habe ich in der Regel dann immer die Sprache Deutsch natürlich eingestellt, Englisch habe ich eingestellt und sogar als dritte Sprache auch Türkisch. Und dementsprechend kann man auch das Ganze dann so verstehen. Abgesehen davon wurde ich mehrfach auch angeschrieben von Deutsch-Türken, die vielleicht nicht ganz so gutes Deutsch verstehen. Und die haben mich gebeten, diese Videos, die ich mache, auch unter anderem auf Türkisch zu übersetzen in den Untertitel. Das bedeutet, du kannst einfach, wenn du das Video anschaust, auch jetzt vielleicht oben müsste es hier sein, CC drücken und dementsprechend kannst du dann auch die Untertitel auswählen. Wenn dir die
Sprache zu langsam sein sollte oder du weniger Zeit hast am Tag, dir ein Video von mir in der Normalgeschwindigkeit auch anzuschauen, hast du die Möglichkeit, wie bei allen anderen Videos hier auf YouTube, die Wiedergabegeschwindigkeit natürlich zu erhöhen. Das bedeutet, so mache ich das persönlich in der Regel auch, damit ich natürlich mehr Input mir natürlich noch reinhauen kann in einer gewissen Zeit. Das bedeutet, ich erhöhe die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1,25 oder manchmal sogar auch auf 1,5. Das kannst du gerne mal selber natürlich ausprobieren und einfach mal so ein bisschen schauen, wie das bei mir für dich persönlich dann am besten rüberkommt. Wenn du selber natürlich Menschen kennst, die sich interessieren für das Thema Auswandern in die Türkei oder auch Urlaub machen in die Türkei oder allgemein natürlich aus meiner Erfahrung jetzt über 3 Jahren jetzt in der Türkei sehen wollen, erfahren wollen und natürlich auch Einblicke haben möchten, egal ob sie aus England kommen oder aus Amerika oder du hast Verwandte auch in Neuseeland oder sonst wo, dann sprechen die natürlich Englisch und aber auch natürlich für diejenigen, die du kennst, die gerne die Videos schauen wollen, auf Türkisch das Ganze. Ja, also das ist natürlich auch super spannend, super interessant und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf Multikulti-Kommentare. Ja, wir sind sehr weltoffen, wir sind alle eine Menschheitsfamilie und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn du so einen Kanal weiter teilst, denn das ist natürlich schon speziell im Bereich der Türkei, aber auch natürlich allgemein das Thema Auswandern ein riesengroßer Schritt, auch diesen Schritt gewagt zu haben und deswegen freue ich mich natürlich, dir und deiner Familie und deinen Freunden natürlich Mehrwert bieten zu können. Und natürlich bist du immer wieder eingeladen, dem Kanal einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Video auch gefallen hat, du ein bisschen Mehrwert vielleicht mitbekommen hast oder auch natürlich deine Gedanken teilen möchtest, hast du jederzeit die Möglichkeit, hier deine Meinung auch dazulassen in der Kommentarfunktion. Und falls du es noch nicht gemacht hast, natürlich ein kostenloses Abo dalassen darfst. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback. Auch wenn du Ideen hast, wenn du irgendwas sehen willst von Alanya, was du vielleicht auf meinem Kanal noch nicht gesehen hast, wenn es zum Thema Auto geht oder sonst irgendwas, lass es mich einfach wissen, schreib rein. Ich habe viele Themen schon angesprochen und gerade zum Thema Aufenthalt, schau dir die letzten Videos an und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf dein Feedback. Dieser Kanal hat natürlich auch hier einige Links in der Videobeschreibung, unter anderem von unserer eigenen Marke, unserer eigenen Brand, iTransform, aber natürlich auch zum Beispiel zum Thema Wasserfilter bzw. zu einem Online-Videokurs Schilddrüse Geheimwissen. Das ist mein eigener Kurs, meine eigene Produktion sozusagen und da freue ich mich natürlich, wenn du da auch mal vorbeischaust oder eben auch, wenn du nach günstigen Flügen suchst. Wo schaust du natürlich nach? Im Internet kannst du natürlich auch bei Skyscanner direkt unten den Link bei mir nutzen. Das ist ein Affiliate-Link. Dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, günstige Flüge zu vergleichen, egal ob es in die Türkei geht, nach Italien, nach Spanien, nach Amerika, ganz egal wohin. Und dort hast du die Möglichkeit, dann Preise auch zu vergleichen. Und wenn du darüber auch buchst, gibt es für mich eine kleine Provision. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn die Möglichkeit genutzt wird. Somit unterstützt du natürlich auch diesen Kanal und bietest mir dann natürlich auch die Möglichkeit, mehr Videos, mehr Zeit zu haben, solche Videos auch zu produzieren. Dementsprechend freue ich mich da auch, wenn du da auf den einen oder anderen Link natürlich klickst. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast und freue mich auf das nächste Video schon. Dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Dein Markus aus Alanya.